Bin da jetzt außerhalb von Tulnerbach. Ich habe jetzt eine kurze Pause eingelegt. Jetzt habe ich damit eine halbe Stunde verloren quasi. Habe mir eine Dose Fisch reingezogen mit ein bisschen Brot und einem Apfel. Einen kurzen Drohnenflug. Füße ein bisschen lüften. Wir haben jetzt noch ca. 51 Kilometer. Das heißt, wir haben dann fast ein Drittel geschafft. Und ich habe meine Schwester abgedatet. Die hat dann gemeint, ich bin aber nicht weit gekommen. What the hell? Und bis auf meine kleine Zehe geht es eigentlich. Die Knie spüre ich ein bisschen. Ich werde sicher einen Muskelkater wieder in den Kniekehlen haben. Aber ja, ich so öfter ein bisschen dehnen, dann sollte das ja hoffentlich passen. Ich glaube, das ist jetzt dann meine zweite Steigung. Und nach dem Hügel da oder Bergau geht es dann nur mehr bergab und flach weiter. Jetzt schauen wir, dass wir ein paar Meter machen, damit da was weitergeht. Grüße gehen raus. Serpentinen bei Rauchengern. Meine Wadeln. Das zahlt sich da jetzt schon gescheit auf. Und es wird immer wärmer. So. Wenn wir da eigentlich oben sind, war das der zweite Berg. Und dann geht es nur mehr bergab. Gott sei Dank. So sieht eine Blumenwiese aus. Es sieht aus, als hätte der Berg jetzt bezwungen. Es geht wieder bergab. Ist das da hinten Zwentendorf? Möglicherweise. Ich glaube, jetzt haben die Motorradfahrer aufgewacht. Der Tummels ist ja, ist ja ein bisschen aufgelegt, komplette Serpentinen auf und ab. Und es ist ja leider kein Fußgängerstreifen in irgendeiner Form. Also mal schauen, dass mir dann keiner niederfährt.
kurz meine Kniekehlen gedehnt. Die brennen jetzt schon sauber vom Bergauf und Bergab gehen. Jetzt brauche ich meine Cola. Ein bisschen Zucker. Jetzt wird es immer wärmer. Echtes Cola, kein Zero oder Light. Ich brauche Zucker. Zucker. Kalorien. Eine Cola wirkt bei mir ja so wie wir manche 3 Red Bull. Eine Cola in der die bin komplett durch den Wind. Von daher. Wir haben schon über ein Drittel geschafft, by the way. Wir sind jetzt unter 50 Kilometer. Der letzte Stand war 48. Was ich gesehen habe, das ist aber schon ein Stück her. Aber es ist da wenigstens schattig da gerade. Das ist echt angenehm. Und dann haben wir beide Berge hinter uns. Und dann freue ich mich auf gerade Strecken. Ich habe jetzt schon ausgezogen. Es ist schon recht warm. Wenn ich mich bücke, wird mir irgendwie ein bisschen schwindelig. Jetzt haben wir kurz, ich glaube 10:45 Uhr war es jetzt. Oder mal erzählt am Blödsinn. Ja, 10:45 Uhr. Wir nähern uns der Hälfte an. Ich glaube, das sind so mal 3 Kilometer oder so. Stand jetzt, weiß ich nicht, ob ich das pack. Es wird echt schön. Wieder Blutspritze. Jetzt kommen wieder Motorräder vorbei. Moment. Wir kommen jetzt nach Apoltenkirchen. Ich glaube, ich suche mir da jetzt irgendwo ein schattiges Plätzchen und mache da mal Mittagspause. Theoretische Ankunftszeit in Krems wäre jetzt 19:24. Ich weiß nicht, ob ich das pack. Nochmal 9 Stunden. Machen wir mal Pause. Dann legen wir mal die Füße ein bisschen hoch. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich spüre es ein bisschen in die Wadeln. Aber gut, ist okay. Mein Zehe ist immer noch motzig. Aber dass mir jetzt ein bisschen schwindelig wird zwischendurch, das finde ich jetzt nicht sehr gut. Wobei aufrecht und beim Gehen geht's, aber sobald ich irgendwie stehen bleibe, Rucksack gebe, in die Hocke gehe, eher so mittel. Das ist ja gar eine Bushaltestelle. So, wo bin ich jetzt? Seht ihr das auf der Minikarte? Rapoltenkirchen. Würstel. Komplett gaga.
Irgendwo wieder noch die Tomate. Und ein zerdeppstes Ei. Ja. Mein Rastplatz. Oh Gott. Einmal verarzten. Ferse ist okay, Ferse ziehen ist okay. Kleiner Zieher. Ab eine Blase. Come on. Garstige Zieher. Das ist schon durchblutet. Jetzt schaut alles gut aus. Links passt, rechts ist garstig. Ein Kummermaibaum. Das erste Mal, dass ich da Krems angeschrieben sehe. Yay! Und was sehen meine Äuglein? Das ist jetzt aber nicht wahr. Hat man das verstanden? Was ist das mit dem Verkehr da? So, und dann entdecken meine Äuglein wieder mal eine Muschel. What the fuck? Jetzt sind wir schon wieder am Jakobsweg. Das gibt's ja nicht. Und da sind wir auf einmal in Sigmundskirchen und dann geht da der fucking Jakobsweg vorbei. Unbelievable! Aber ich glaube, wir müssen in die andere Richtung gehen. Mittagspause hat ganz gut getan. Mal ein bisschen die Füße hochlagern. Aber es könnte etwas schattiger sein. Ich habe gesagt, es könnte etwas schattiger sein. Wir gehen gerade in der Mittagshitze. Das ist suboptimal. Wir sind jetzt nach Sickertskirchen in die nächste Ortschaft, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
meine Blase vorher ein bisschen aufgeschnitten auf einer Seite, dass die ganze Flüssigkeit rausgeht. Das ist gerade einigermaßen erträglich. Ein paar Wolken. Pralle Mittagssonne und Hass Asphalt. Ich hoffe, das killt mich nicht zwischenzeitlich. Aber ich habe jetzt mittlerweile vor kurzem die Hälfte erreicht. Also das kann man ja schon mal als Erfolg abbuchen und verbuchen. Es sind jetzt unter 8 Stunden bis nach Krems. Ich habe mir vorher noch Ibuprofen eingeworfen, so, wegen meinem Zehel. Vielleicht tut es deswegen nicht mehr weh, vielleicht ist es jetzt so schnell eingefahren, dass das jetzt schon wirkt. Passt. Bringe mir eine Wolke. Zacki, zacki. Ich kriege einen Hitzschlag. Da brennt es runter und ich renne immer noch an der Bundesstraße um und um. Das ist echt kein Spaß mehr. Und mittlerweile sind alle Sonntagsfahrer unterwegs. Es wundert mich, dass mir noch keiner auch angehupt hat. Nach Atzenbruck habe ich ungefähr nur eine Stunde. Nach Atzenburg habe ich ca. 5 Kilometer. Das war auf 2 Etappen, also noch irgendeine Ortschaft dazwischen, das heißt ein bisschen Bundesstraße, Ortschaft, Bundesstraße. Das Reststück ab Dreiskirchen dann nachher wäre entlang der Donau, das wäre echt lässig zum Gehen. Aber bis dahin bringe ich mich halt um. Befürchte. Jetzt habe ich schon geschaut, Umwege, da gehe ich so weiträumig um und es gibt keinen Weg, also keinen Güterweg, der jetzt irgendwie parallel zur Bundesstraße gehen würde. Das ist jetzt echt zart. Also ich bin schon über der Hälfte, ich hätte jetzt nur mehr 36 Kilometer. Ich bin noch nie so weit an ein Stück gegangen, von daher ist es schon mal echt ein Erfolg. Aber schattenlos, Haas. Das ist was bei 1 Uhr. Bei 1 Uhr. Schattenlos, Haas.
Das ist halt gerade echt nicht das richtige Klima. Na, Sonnenband geht noch. Also ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Oder schaue ich nur eine Ortschaft weiter, ob es geht. Und wenn nicht, dann rufe ich meine Schwester an. Die Alternativroute wäre nämlich mindestens eine Stunde, Viertel länger und das ist halt auch zart. Und das wäre auch wieder eine Bundesstraße. Das ist Käse. Wir wären nämlich jetzt echt in Fort gewesen. Das Ibuprofen hat echt geholfen. Und jetzt. Scheiße. Also nach der Hälfte haben wir jetzt einen ziemlichen Motivationsschub. Aber da das letzte Stück war echt nur mühsam. Ständig renne ich am Parkett irgendwo in der abgemähten Wiese herum. Und nicht direkt an der Straßenkante. Können die halt Leute nicht daheim sitzen? Oh Gott! Aber ich habe mich nochmal eingeschmiert. Habe mal da Eistee getrunken, Wasser habe ich in Camelback eingefüllt. Da war jetzt ca. 1 Liter weggetrunken. Das heißt, ich habe jetzt wieder 2 Liter Wasser und noch 2 Smoothies. Ja. Ich muss jetzt mal schauen, wie sie es tun. Weil die nächste Ortschaft wäre in ca. 1,5 Kilometern. 1,5 Kilometer Bundesstraße entlang hatschen ist halt echt hart im Wiesenstreifen. Ich habe zwar gewusst, dass ich da auf so einer Straße gehe, aber dass es so zart ist und das halt auch. Bei uns im Waldviertel ist halt öfter parallel zur Bundesstraße halt auch irgendein also ein Güterweg, Feldweg oder irgendwas, dass das also viel marschierst wird, aber das gibt es da nur stückchenweise, von daher ist mir das da jetzt auch nichts. Also hol mich.